Willkommen zurück auf der Kräuterhexe. In diesem heutigen Video stellen wir eine Suppenwürze für eine Gemüsesuppe her. Als ich mich entschieden habe, gesünder zu leben, habe ich Brühwürfel, die man so im Handel beziehen kann, komplett weggelassen und angefangen, meine eigenen Gewürzmischungen herzustellen. Gründe dafür gibt es zahlreiche. Für mich war aber ausschlaggebend, dass ich wissen möchte, woher die Lebensmittel kommen, die ich konsumiere, und dass ich einfach auf Geschmacksverstärker wie Hefeextrakte etc. verzichten möchte. Und los geht's! Das hier vorgestellte Rezept ist für ein 500 Gramm Schraubglas. Wie immer findet ihr im Link unter dem Video das Rezept zum Nachlesen. Ihr startet mit 2 Karotten, die ihr schält und in dünne Scheiben schneidet. Diese dann in den Behälter von einem Mixer geben. Und weiter geht es mit der Knollensellerie. Diese in 2 bis 3 Scheiben schneiden und in Stücke würfeln. Ebenso mit einer halben Petersilienwurzel. Darüber hinaus 2 Stangen Lauch in feine Scheiben schneiden. Die Kräuter für diese Suppenwürze holen wir aus dem Garten. Den Petersilie habe ich hier auf der Terrasse in einem Topf und den Liebstöckel, den habe ich im Gemüsebeet. Von der Petersilie verwende ich 3 bis 4 Stängel und vom Liebstöckel einen Stängel. Solltet ihr die Kräuter nicht frisch zur Hand haben, könnt ihr natürlich auch getrocknete verwenden. Ich starte mit dem Mixen des Gemüses. Nach dem ersten Zerkleinerungsdurchgang füge ich die Kräuter hinzu. Ich verwende dafür einen normalen Strandmixer. Ihr könnt aber dafür auch jeden anderen Mixer verwenden. Schließlich kommen noch 4 Esslöffel Salz und 1 Esslöffel Olivenöl hinzu. Das Salz dient in diesem Rezept dazu, die Suppenwürze haltbar zu machen. Die fertige Würze hält dann im Kühlschrank bis zu 4 Monate. Die Suppenwürze dient zum Würzen von Soßen, Suppen, Risotto oder anderen Gerichten. Dabei verdünnt ihr 2 Teelöffel davon für 1 Liter Wasser. Übrigens solltet ihr auf die Idee gekommen sein, auch andere Gewürzmischungen herzustellen. Dazu habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, das verlinke ich euch in der Beschriftungsbox unter dem Video. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da und schaut das nächste Mal auch wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal!